war hier an Bord tatsächlich auf der Mein Schiff 6 als Staff-Kapitän. Und es war der Seetag nach dem Embarkation Day in Triest in der Adria. Und ich wurde gefragt, ob ich Zeit hätte für einen Telefonanruf tatsächlich von unserem Nautical Director. Und dann kam dann eben, ja, wir wollen dich fragen, ob du dir vorstellen könntest, unser nächster Kapitän zu werden. Irgendwann kam von der anderen Seite, das ist jetzt so ein bisschen so wie bei einem Heiratsantrag. Heißt es jetzt ja oder nein? Weil ich mit der Situation ein bisschen überfordert war tatsächlich. Vielleicht auch emotional, aber das war schon was ganz Besonderes. Und danach habe ich sofort dem Kapitän Bescheid gesagt und habe mit dem darüber gesprochen. Und ich habe meinen Vater angerufen, weil das einfach so ein Moment war, der wirklich ganz Besonderes ist und den wird man wahrscheinlich so schnell nicht vergessen. Ja. Also erstmal ist es hier jetzt gerade zurückkommen, also nach Hause tatsächlich. Ich habe hier 2 Verträge gemacht als Staff-Kapitän. Ich kenne hier die Offiziere, ich weiß, wie die arbeiten, ich kann denen vertrauen. Ich fühle mich hier wohl, ich bin bestens empfangen worden. Ich hatte Blumen in meiner Kabine, ich hatte eine Girlande in der Kabine, in der ich also zuerst geschlafen habe während der Übergabezeit. Also es war schon Wahnsinn. Ich würde behaupten, alle, die mir jetzt so begegnet sind und auch die Nachrichten, die ich bekommen habe, es freuen sich schon alle mit mir. Also das ist schon wirklich toll. Also tatsächlich ist Asien schon besonders. Wir bleiben in Singapur. Singapur ist ein wahnsinniger Hafen, ist ordentlich was los. Natürlich kann man rausgehen, man kann kulturell was erleben, man hat aber auch ein bisschen Natur mit dem Park. Aber auf der anderen Seite hat man zum Beispiel Langkawi mit viel Natur, Grün, schönes Wasser, man kann baden gehen. Und dann später geht es ja auch nach Japan und Japan ist für mich eben aufgrund der Kultur was ganz Besonderes. Also Asien ist was ganz Besonderes und hat ganz, ganz viele verschiedene Akzente, die ich einfach hier auch genieße. Ganz oben steht natürlich jetzt irgendwie die Verantwortung und das merkt man auch, das hätte ich gar nicht so gedacht. Man selber hat das Ruder in der Hand und sagt, so und so wird's gemacht. Naja, und dann ist eben dieser Unterschied jetzt, vorher habe ich die Meetings geleitet, vorher musste ich zu bestimmten Terminen, das macht jetzt mein Staff-Kapitän und berichtet mir davon. Also na klar, gehe ich immer noch zu gewissen Meetings hin und habe Termine, aber das ist tatsächlich anders und auch jetzt gerade noch schwierig für mich, weil ich immer so gerne so ein Macher bin und auch gerne Dinge selber erledige und das muss ich jetzt erledigen lassen. Ja, und dann kommt natürlich das Repräsentative dazu. Als Staff-Kapitän wirst du zwar auch schon gesehen, aber als Kapitän ist das natürlich noch was ganz anderes. Bringt mir auch Spaß. Ich habe Freude daran, mich mit den Gästen zu treffen und zu unterhalten. Und das kommt jetzt auch dazu. Hier ist für Sie Captain Kira Schikor. Ja, moin und einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Kira Schikor und ich bin hier die Neue. Es funktioniert auf den Schiffen nicht ohne die Crew. Und solange die Crew glücklich ist und alle miteinander kommunizieren, können wir hier auch gut arbeiten und eben auch was für die Gäste auf die Beine stellen. Mein großer Traum ist es, irgendwann mal auch tatsächlich die USA-Reisen zu machen. Nicht, dass ich mich in allen anderen Fahrtgebieten nicht wohlfühle, aber ich habe selber ein Jahr in Boston gelebt und für mich wäre es halt das Größte zu sagen, ich laufe einmal mit dem Schiff in Boston ein und ich habe da immer noch Freunde, die würde ich einladen und dann einfach zu sagen, hier, das ist das, was ich mache, weil es ist schwer für Leute zu verstehen, was machen wir denn eigentlich? Du sagst, du fährst ein Schiff, ja, aber es ist immer schön, das auch Freunden und Familie zu zeigen und das wäre dann wirklich das Tüpfelchen noch und natürlich gehört New York dann auch noch dazu.